Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ihr wisst sicher beide, als ob es nur zwei sind. Wenn Rose ein bisschen zu energisch an ihrem Geliebten rüttelt. Was passiert, wenn du zu oft an deinem Handy klebst? Hallo meine kleinen Mini-Freunde, heute sehen Sie etwas, was am Handy spielt und nicht richtig aufpasst. So spielt das Leben nun mal. Man muss es einfach akzeptieren und irgendwann bekommt dieses Wesen dann seine gerechte Strafe. Lange wird das nicht gut gehen. Irgendwann bleibt sie sitzen, weil sie es auch in der Schule macht und dann geht's in die Gosse. Und dann wird sie sehen, was sie davon hat. Das Abenteuer des kleinen Gossenmädchens. Wenn du einen Grind großziehen willst. Ich finde das hier total, das ist ein Dreckstall für mich. Und ich meine, wie kann man hier einen Grind? Wir präsentieren Joyce und Emmys sächsische Diskussionsrunde. Heute der Fruchtfleischseuche. Also Leute, wir haben jetzt genau 1 Stunde Zeit. Und das heißt, wir haben Zeit bis zum Abwinken. Was machen wir, wenn wir abwinken müssen? Wir reden über ein ganz bestimmtes Thema. Und ihr wisst, für welche Zeit es jetzt Zeit wird. Für eine sächsische Diskussionsrunde. Heute müssen wir mal ernst bleiben, denn heute geht es um was ganz Schlimmes. Du hast bestimmt schon mal gehört von der Seuche. Es gibt viele Seuchen. Es gab schon der eine da, es gab der andere. Aber wir reden, jetzt bleiben wir mal ernst. Ich habe gesagt, wir müssen immer ernst bleiben. Hör jetzt mal auf. Wir reden über die Fruchtfleischseuche. Hey mir! Sollst du mal ernst bleiben jetzt? So kannst du nicht arbeiten. Ja. Wir müssen jetzt mal eine ernste Diskussion führen. Eine Diskussion führen. Ich bin schon ganz warm Kopf wegen dir. Naja, pass auf jetzt. Es gibt ja viele Seuchen. Und wir möchten aber heute über die Fruchtfleischseuche reden. Wir fragen uns jetzt natürlich alle, was ist denn da los gewesen? Warum gab es eine Seuche, die mit Frucht und Fleisch zu tun hat? Da liegt der Haken, Leute. Nina Haken. Jetzt hör mal auf hier rumzuspinnen, Mensch! Immer deine blöde Gesappe hier! Der Haken ist Folschenbach. Er ist nicht Nina Haken, das wissen wir jetzt. Es ging nicht um Fruchtfleisch hier bei der Seuche, sondern es ging um die getrennten Wörter. Und da ist der Punkt. Nee, der Haken ist da. Das wollen wir die ganze Zeit ausdrücken. Es gibt den Bandwurm. Hey, sag mal, wir haben gerade über die Seuche geredet mit dem Fruchtfleisch. Jetzt fängst du an mit dem Bandwurm, das ist ein ganz anderes Thema. Die Seuche ist vom Fuchsbandwurm übertragen auf die Frucht. Also du hast ja überhaupt keine Ahnung von der Fruchtfleischseuche. Das steht im Internet. Ja, im Internet steht überhaupt nichts von der Fruchtfleischseuche. Pass mal auf, du gehst jetzt in die Küche, hast hier dein Messer, deine Gabel, machst hier ein bisschen hin, ein bisschen her. Schon ist der Schnitt. Machst du mal auf jetzt. Im Fleisch. Da haben wir das erste Wort. Fleisch. So, wenn wir in der Küche sind und gerade schneiden ins Fleisch rein, wir haben es ja jetzt gesehen das hier. Das passiert wirklich jeden Tag. Das ist jedem schon mal passiert. Aber jetzt kommt der zweite Haken. In der Küche hat jeder die Frucht. Die Frucht ist in jeder Küche da. Wie, dann brauchst du gar nicht so blöde lachen. Was ist die beliebteste Frucht? Ich glaube, ich spinne mit dir hier. Du wechselst hier das Thema. Wir reden über das Seuche und nicht über die beliebteste. Auflockern. Mensch, die beliebteste Frucht ist die Birne. Na klar, es ist die Birne. Es gibt die Glühbirne, die andere da. Mensch, es gibt so viele Birnen. Wird doch wohl eine dabei sein, die dir schmeckt. Auf jeden Fall, du hast dich jetzt gerade geschnitten ins Fleisch, das Blut, das fließt raus und raus und raus. Frische Fontäne. Jetzt wird's ernst. Jeder hat eine Frucht. Jetzt nimmst du deine Frucht und es ist ganz egal welche. Du nimmst deine Frucht und schneidest sie einmal längs. Das ist aber das Wichtige, nicht quer. Warum? Wenn du die Frucht quer schneidest, dann kommt das ganze Fruchtfleisch raus. Das wollen wir nicht. In der Fruchtfleischseuche, gell, denkst du mal nach. Weißt du, das kann alles sein. Das kann die Birne sein, der Apfel, das kann die Banane sein, das kann jede Frucht sein. Sogar hier, dieser neumodische Scheiß hier. Sternenfrucht oder so. Avocado, die dumme Seuche da. Das ist die nächste Seuche, über die wir reden müssen. Wisst ihr, was da los ist in Mexiko? Die ganzen Felder werden abgeholtet. Ich habe jetzt aufgehört mit den Viechern. Echt? Ja, ich fresse die nicht mehr. Weil ich habe keinen Bock mehr, über die Scheiße nachzudenken zu müssen. Deswegen, ich kaufe die Scheiße gar nicht mehr. Wir sind noch bei der Wunde, gell? Schnitt. Ja. Und jetzt nimmst du deine Frucht und presst die drauf. Mit einem drückt dir das. Wenn du ein Kind gebärst, dann presst du ja aus. So presst du. Du presst, als würd's um dein Leben gehen. Rein ins Fleisch. Also die Frucht oder nur der Saft? Nee, die Frucht. Die Frucht ist irgendwann weg, weil du hast sie in dein Fleisch reingedrückt. Die geht richtig durch deine Blutbahn durch. Weißt du, wie das aussieht? Wie bei so einer Schlange, die ihr Karnickel frisst. Und da passiert das Seuche. Auf einmal ist eine Reaktion da. Die Reaktion reagiert in deiner Haut und dann bekommst du eine Fähigkeit. Und zwar die Früchtige. Die Früchtige heißt, dass du auf einmal den Mund aufmachst und dann kommt die ganze Früchte raus. Und das ist die Fruchtfleischseuche. Aber stirbt und dann stirbst du, bist du tot. Hast du ganz vergessen, dass du am Ende stirbst. Wenn die Barbie einfach nur durch die Tür gehen soll. Ich habe kein Obst gefunden, ich habe kein Gemüse gefunden, aber was ist denn das hier eigentlich für ein Stopp!
Kriegst du noch einen auf die Schnauze? Oh, was bleibt denn in der Tür hängen? Wenn Joey denkt, er hätte Ahnung von Lifehacks. Wenn du sowas isst, dann schmeckt es viel intensiver. Nee, eigentlich nicht. Sieht einfach nur eklig aus. Wenn du die Wunderkerze ein bisschen zu hoch hältst und dabei die Haare der Barbie anfackelst. Oh, jetzt verpresst du die Pressehände. Oh, scheiße, Emmy, du hast die Haare angebrannt. Oh, scheiße. Wenn du deiner Schwester sagst, die soll die Barbie, während sie redet, ein bisschen bewegen. Du, ich hab aber auch den... Ja, und richtig schütteln die ganze Zeit. Du, aber ich hab auch den... Jetzt nicht ganz so stark. Wenn Emmy versucht, ihre eigene sächsische Diskussionsrunde zu führen. Es wurden ja jetzt die neuen Schweine entwickelt. Die haben Flügel und die sehen so aus wie eine Mischung aus einer fliegenden Ameise und einem Schweden. Weil die Flügel haben von der Ameise und so wurden die entwickelt. Naja, weißt du, was so interessant daran ist? Die haben so kleine Flügel wie eine Ameise, sind aber so groß wie ein Schwän und trotzdem können sie fliegen. Mit so kleinen Flügeln. Oh, weißt du, wie die heißen? Die haben ja bestimmt Namen, sind ja keine normalen Schwäne. Flugschwäne. Die heißen doch nicht Flugschwäne, die haben einen Sonderbegriff. Sonderbegriff. Ja, die heißen Quimboretes alacetes. Das ist der lateinische Fachbegriff. Wenn du versuchst, eine Barbie schnell durch die Tür gehen zu lassen, aber andauernd hängen bleibst. So, und jetzt wird weiter diskutiert. So, und jetzt... Wenn du versuchst, die Schlangensprache von Harry Potter zu imitieren. Hallo, Schlange. Und deine Schwester meint, du sollst mehr Wörter mit S sagen. Mehr mit S. Salamandersuppe. Soße mit Seife. Senf schmeckt sausüß. Wenn sich deine Schwester am heißen Topf verbrennt und du nichts Besseres zu tun hast, als an deinem Gummipinsel zu saugen. Wir müssen jetzt ganz schnell die anderen Dinge auftragen, okay? Wenn du zu dumm bist, Ortungsimplantat richtig auszusprechen. Was ist das? Das ist die Ortungsimplantat. Das ist die Ortungsimplantat. Oh Mann, Institut will ich immer sagen. Das ist die Ortungsimplantat. Mann. Wenn du denkst, du wärst schlau und müsstest deine Intelligenz an die Öffentlichkeit tragen. Hallo meine kleinen Mini-Freunde. Heute reden wir über die vielseitige Anwendung von Kerzen im Dunkeln. Man kann sie anwenden, wenn es dunkel ist, aber auch hell. Sie haben ihre Nutzen aber eher, wenn es dunkel ist. Deswegen nennt man sie auch Dunkelkerzen. Genau. Hellkerzen benutzt man öfters, wenn man sinnlos etwas machen möchte. Wenn die Barbie einfach nur auf dem Hund aus dem Bild reiten soll. Ah, da bist du ja, Sparkle. Komm, wir reiten weg. Oh Mann, Sparkles. Wenn deine Schwester nicht begreift, wie du auf solche absurden Themen kommen kannst. Wie fällt dir auch so schnell was ein? Das ist erstmal irgendwie überlegen. Thema meinst du, gell? Ja. Naja, es geht ganz einfach. Wie? Na, du redest einfach mal über die Einkerbung im Metallstück von der Riesenameise. Na, kennst du die nicht? Die Riesenameise ist ein ganz bestimmtes Tier. Und das ist das einzige Tier auf der Welt, was sich darauf spezialisiert hat, Eisen zu fressen. Das Vieh frisst das Eisen und umso mehr es von dem Zeug frisst, umso größer wird es. Denn das Eisenstück in der Mitte vom Vieh, das wird dann immer größer. Das wächst mit dem Vieh mit. Aber was ist jetzt mit der Einkerbung? Naja, pass auf, das frisst das ganze Eisen auf, gell? Eisen wird immer mehr im Körper. Das heißt, es kriegt so einen Eisenring und auf einmal sieht es aus wie so ein Dackel. Und irgendwann ist das schwer. Dann streift es auf den Boden. Die läuft hier und so in der Mitte geht so. Und deswegen kriegt es immer die Einkerbung. Meine Frage. Wie groß werden die? Naja, so ungefähr. Und dann sterben sie halt, weil sie zu alt sind. So viel Eisen können die auch nicht fressen. Na, wie alt werden sie denn? Na, 35 Was? 35? Minuten. Die werden nicht lang alt. Die können das so viel. Na, die können nur fressen, die machen nichts anderes. Außer aber fressen wo und kriegt schleifen. das denn her? Na, die leben im Eisenbergwerk. Das Ende naht, genauso wie die Naht in der Hose reißt, wenn man sich zu tief bückt. Wir sagen Tschüss und bis bald, wenn es wieder Zeit ist für eine sächsische Diskussionsrunde. Und das war's. Tschüss.